Verben mit Akkusativ. In dem heutigen Video erkläre ich dir die sogenannten Akkusativergänzungen. Ich erkläre dir, welche Verben das nutzen, wie man die Akkusativergänzung auch noch nennt und ich zeige dir, welche Verben, die du übrigens auch fast alle kennst, immer zweimal den Akkusativ in nur einem Satz benutzen. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um die Verben mit Akkusativ. Das Ganze wird auch Akkusativergänzung genannt. Und du weißt das sicher schon, viele Verben benutzen den Akkusativ. Neben der Nominativergänzung, also dem Subjekt, was ich dir in dem gestrigen Video erklärt habe, nutzen fast alle anderen Verben immer den Akkusativ. Der Akkusativ wird dann auch direktes Objekt genannt oder einfach Akkusativobjekt. Er beschreibt immer den Gegenstand oder die Person, mit der man etwas macht, die aber die Handlung nicht selber durchführt. Das sind die Standardverben. Zusätzlich musst du aber hier auch immer noch etwas bei der Wortstellung beachten und es gibt einige Verben, die gleich zweimal den Akkusativ in nur einem Satz haben. Wie genau das funktioniert, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von Beispielen in meinem E-Book. Schauen wir uns hier als erstes mal zwei Beispiele an. Als erstes, der Mann besucht seine Eltern. Hier ist seine Eltern die Akkusativergänzung. Ohne dieses seine Eltern macht der Satz nämlich keinen Sinn. Der Mann ist das Subjekt und besuchen braucht zwingend noch den Akkusativ hier dazu. Man kann das nicht weglassen. Man nennt das Ganze auch direktes Objekt. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Noch ein zweites Beispiel dazu. Er kennt den Mann. Hier ist den Mann die Akkusativergänzung, denn auch hier macht der Satz ohne diesen Akkusativ überhaupt keinen Sinn. Er kennt alleine, lässt immer die Frage offen, ja, wen kennt er denn? Und er, ganz normal, das Subjekt. Auch hier, was du sicher kennst, es ist das direkte Objekt. Das direkte Objekt entspricht immer einer Akkusativergänzung. Zur Wortstellung. In einem normalen Satz muss das Subjekt nicht zwingend an der ersten Stelle stehen. Auch das Akkusativobjekt, die Akkusativergänzung kann dort stehen. Was genau alles auf Position 1 stehen kann, das findest du auch in einem Video, was ich dir hier oben in den Infokarten verlinke. Aber achte immer darauf, dass der Nominativ, also das Subjekt, nicht zwingend an Position 1 stehen muss, wie zum Beispiel auf Englisch oder in den lateinischen Sprachen. Das kann in Deutsch auch erst hinter dem Verb stehen und dann aber zum Beispiel das Akkusativobjekt hier von an der ersten Stelle. Ausnahme sind aber Ja-Nein-Fragen, also wenn das Verb an erster Stelle steht, dann folgt darauf immer der Nominativ als erstes und erst dann das Akkusativobjekt. Also darauf aufpassen, beim Verb an erster Stelle muss das Subjekt vor dem Akkusativ stehen. Wenn das Verb aber an der zweiten Stelle steht, dann ist es egal, was in Position 1 steht. Schauen wir uns jetzt die Verben an, die zwei Akkusative nutzen. Dabei ist nicht gemeint die Verben, die eine Präposition nutzen, die dann den Akkusativ verlangt, sondern wirklich Verben, die neben dem Subjekt noch zwei Akkusativobjekte haben, also Pronomen oder Nomen, die keine Präposition davor stehen haben. Diese sind relativ selten und werden sogar nach Möglichkeit vermieden. Es gibt eigentlich nur noch 5 Verben, wo die doppelte Akkusativergänzung tatsächlich noch so genutzt wird. Und das sind abfragen, abhören, lehren, nennen und, Achtung, kosten.
Schauen wir uns das mal genauer an. Alle 5 Verben. Ein Beispiel für abfragen. Mein Vater fragt mich die Vokabeln ab. Hier sind mich und die Vokabeln 2 Ergänzungen und beide müssen im Akkusativ stehen. Es sind beides, also mich und Vokabeln, sind nicht dieselbe Person oder derselbe Gegenstand, sondern 2 unterschiedliche Dinge. Daran siehst du, dass es 2 Objekte sind und es hat beides auch nichts mit dem Subjekt zu tun. Aber beides sind direkte Objekte, denn beide werden sozusagen für die Handlung benutzt und sind auch keine Empfänger. Dementsprechend beides Akkusativ hier. Achtung, in der Umgangssprache wird der offensichtliche Teil, in diesem Fall mich, oft auch weggelassen. Also in der Umgangssprache wirst du auch hören, mein Vater fragt die Vokabeln ab. Wenn es zum Beispiel deine Mutter kommt nach Hause und du sitzt mit deinem Vater am Tisch und die Mutter fragt, was macht ihr gerade? Dann sagst du, mein Vater fragt mich die Vokabeln ab oder eben, weil es offensichtlich ist, wen er die Vokabeln abfragt, mein Vater fragt die Vokabeln ab. Dasselbe gilt auch für Lehren. Der Lehrer lehrt uns die deutsche Sprache. Auch hier sind uns und die deutsche Sprache nicht dieselbe Person oder derselbe Gegenstand, sondern 2 unterschiedliche Dinge, die beide ein direktes Subjekt sind und kein Empfänger. Es wird hier zweimal der Akkusativ benutzt und auch hier wird in der Umgangssprache der offensichtliche Teil häufig weggelassen. Dann heißt es, der Lehrer lehrt die deutsche Sprache. Auch bei Kosten ist das häufig so, deswegen ist dir das wahrscheinlich noch nicht so aufgefallen. Der Apfel kostet mich 1 Euro. Mich und 1 Euro sind 2 Objekte im Akkusativ und auch hier gibt es wieder keinen Empfänger und rein theoretisch kann man keines der beiden weglassen, denn 1 Euro ist der Preis, den ich bezahlen muss und irgendjemand muss den ja bezahlen, nämlich ich oder hier im Akkusativ dann mich. Dementsprechend kann man es rein theoretisch nicht weglassen, außer eben es ist offensichtlich. Dann kann man eigentlich fast immer alles weglassen im Deutschen, wenn es offensichtlich ist, worüber man spricht. Hier musst du aufpassen, denn es ist nicht immer alles so offensichtlich, wie du vielleicht denkst, aber du hast häufig schon gehört, der Apfel kostet 1 Euro und nicht der Apfel kostet mich 1 Euro. Diese Variante benutzt du hauptsächlich, wenn du es extra betonen möchtest, wie viel du oder irgendjemand dafür bezahlt oder häufiger bezahlt hat. Also häufig wird das eher in der Vergangenheit benutzt, wenn du zum Beispiel sagst, das neue iPhone hat mich über 1000 Euro gekostet. Da wird das häufig verwendet, weil du einfach darauf Wert legst, dass du selbst das bezahlt hast. Schauen wir uns jetzt noch Nennen an. Er nennt mich einen Idioten. Auch hier sind das 2 Ergänzungen im Akkusativ. Und hier müssen beide immer benutzt werden. Du kannst hier auf gar keinen Fall mich weglassen, denn es ist hier definitiv niemals offensichtlich, wer hier der Idiot ist, beziehungsweise wer hier als Idiot bezeichnet wurde. Deswegen hier kannst du das mich auf gar keinen Fall weglassen. So, das waren die Verben mit Akkusativ. Das sind die meisten Verben. Aber es gibt auch noch einige Verben, die keinen Akkusativ benutzen, sondern dafür den Genitiv, den Dativ oder auch eine Präposition. Wie genau das dann funktioniert, das erkläre ich dir in den nächsten Videos, die du entweder in den nächsten Tagen hier auf meinem YouTube-Kanal findest, also vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, oder wenn du hier erst später reinschaust, dann findest du die Playlist am Ende des Videos mit allen Videos zu allen Verben mit Akkusativ, Dativ, Genitiv
oder Präpositionalergänzung. Schau vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Video und ich hoffe, du hast da wieder viel gelernt und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.